Servus zusammen. Ich möchte euch hier jetzt eine wichtige Information geben, was den Zusammenbau der Italiener betrifft, in Bezug auf die neuen Panzer, die ihr in der aktuellen Zweispieler Tobruk Starterbox findet oder eben auch in der Army Box der Italiener. Aber ich hätte gesagt, wir wechseln hier jetzt mal auf die Figuren und dann erzähle ich euch, was ihr bitte nicht kleben sollt. Und zwar geht es um die beiden Kerlchen hier, den M1441 und den Semovente, den ihr in der Tobruk Zweispieler Starterbox findet zu Flames of War V4 oder eben auch in der Army Box drinnen habt von den Italienern. Wahrscheinlich gibt es dazu jetzt auch eine eigene Box. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die aktuelle Box zu den Panzern schon diese Bausätze enthält oder noch die irgendetwas älteres. Aber hier geht es mal in erster Linie um das aus der Tobruk Box und der Army Box. Denn diese beiden Panzer kommen auf einem Gussrahmen daher und ich möchte euch da auch gleich zeigen, was ihr hier nicht kleben sollt. Und zwar die oberen Teile hier, denn der Gussrahmen zum Panzer ist mir nämlich aufgefallen, jetzt beim Zusammenkleben, kommt mit beiden daher, ihr bekommt beide oberen Teile plus eben dann die Turret extra natürlich für den M1441 und zwei Maschinengewehre, sodass ihr getrennt vom Chassis könnt ihr somit beide Sachen zusammenbauen. Und wenn wir hier, also ich habe hier jetzt zwei Panzer gebaut, aber wenn wir hier jetzt uns nur einen ansehen, dann bekommt ihr das hier alles von einem Gussrahmen. Wenn ihr also die Sachen hier nicht zusammenklebt oder nicht draufklebt hier, dann könnt ihr diese auf jedes Fahrzeugchassis von diesen beiden Panzern draufgeben. Die Frage ist jetzt natürlich, man sieht es hier, ist ein bisschen ein Spalt, ob einem das gefällt oder nicht. Ich werde dann selber sehen, wie es dann nach der Bemalung aussieht, denn ich werde diese Sachen definitiv nicht kleben, denn so hat man eben die Möglichkeit, immer wieder zu wechseln und ist auch in der Starterbox-Variante alleine nicht festgesetzt, was man in welcher Zusammenstellung spielen möchte, sondern kann auch ein bisschen bereits zu Anfang variieren. Aber natürlich, wenn das jetzt jemanden stören sollte und er klebt das Ganze dann aufgrund dessen hier zusammen, weil er das mit Green Stuff natürlich dann auch füllt, dann okay, ist natürlich auch möglich, vor allem weil die Sachen jetzt dann nicht so teuer sind, aber ich wollte es hier mal eben gezeigt haben, ihr habt eben die Möglichkeit von einem Gussrahmenbausatz für einen Panzer beide Panzer zu bauen und das getrennt voneinander, sodass ihr eigentlich mit den insgesamt 10 Panzern, die aus der Tobruk Starterbox gebaut werden können, insgesamt sehr viel Varianz herausbekommt, weil ihr sowohl 10 Semovente als auch 10 M1441 damit bauen könnt und einfach nur den Turm austauschen müsst. Oder beziehungsweise den oberen Teil eben hier austauschen müsst. Ansonsten, weil ich schon mal dabei bin, was ich noch sagen kann dazu, die Modelle waren sehr schnell zusammenzubauen. Das waren wirklich nur ein paar wenige Teile, die eigentlich auch ohne Anleitung sehr schnell und einfach zusammenzubauen sind. Man weiß auch, sobald man einen von denen mal zusammengebaut hat, ich habe auch einen als Test mal alleine gebaut, dann sofort gesehen, wie schnell und einfach das Ganze funktioniert und auf Basis dessen dann an ein und demselben Abend die komplette Starterbox fertig gemacht, weil das eben so schnell gegangen ist. Aber wie gesagt, eben hier diese Dinge hier nicht angeklebt. Und falls jetzt irgendwer sonst noch Bausätze jetzt weiß zu Flames of War, die ebenfalls auf diese Art und Weise
alle Teile im Gussrahmen haben, sodass man mehrere Varianten nicht nur bauen kann, sondern auch so bauen kann, dass diese nicht zwangsläufig zusammengeklebt werden müssen, dann schreibt ihr das bitte gerne in die Kommentare. Ich denke mir, die eine oder andere wird diese Informationen gerne auch haben wollen oder würde sich freuen, wenn er diese Informationen bekommen würde. Ich habe mir jetzt mal die Farben bestellt, die mir noch fehlen für die Italiener, und dann werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit mal beginnen, die Modelle zu bemalen, und dann sehen wir uns da mal das Endresultat dann an. Ich muss auch noch schauen, die Briten habe ich noch nicht gebaut, vielleicht gehe ich das jetzt auch erstmal an, und dann könnten wir ja mal ein kleines so Einführungsspiel vielleicht machen. Ich auf jeden Fall werde hier jetzt mich ein bisschen auch mit den Italienern befassen, was den Armeelistenbau anbetrifft, und dann eben mit der Bemalung der Panzer starten. Falls jetzt noch jemand Interesse hat, etwas über die Tobruk-Box zu erfahren, ich werde euch hier das Video zum Unboxing verlinken und auch noch ein Video zum Mittwoch-Veröffentlichung. Ich werde mich jetzt wieder an meine ganzen Projekte ranmachen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.